Nicole Höchst das Wort. Frau Präsidentin, Exzellenz, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die allererste Pflicht einer Regierung ist es doch, ihr Volk vor äußerer Aggression zu schützen und seine Überlebensfähigkeit und seine Lebensweise zu garantieren. Hoffentlich in Erfüllung dieser Pflicht sucht Deutschland Allianzen in einem sich rasant verändernden Weltgefüge. Zu einem Zeitpunkt, an dem die äußere und innere Bedrohung großenteils selbstverschuldet wächst und in dem die Gemengelage deutlich komplizierter ist als ein einfach strukturiertes Spannungsverhältnis zwischen NATO und Russland. Meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen nicht ersparen, der Werte Westen ist autoimmun geschwächt durch Vogue eingesteuerten Selbsthass, Unterwerfung des eigenen unter Fremdes, permanenten Klassen- und Geschlechterkampf, durch ungesteuerte Einwanderung von Menschen aus massiv inkompatiblen Kulturkreisen und Prägungen, durch Schwinden der inneren Sicherheit, durch massiven wirtschaftlichen Einbruch aufgrund der großen Transformation, die das Vehikel der Klimaneutralität reitet, durch das Kappen unserer christlichen Wurzeln. Die EU gleicht derweil einer Supernova, die sich noch einmal aufbläht, bevor sie zum schwarzen Loch wird. Daher ist es sogar klug, sich Verbündete außerhalb der EU zu suchen. Der vorliegende Vertrag spricht Zeugnis von empfindlichen deutschen Interessen in Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Gut. Bei Themen wie Rüstungskontrolle und Sicherheitspolitik kann der Vertrag aber zu Konflikten mit EU-Recht führen, wenn zum Beispiel London schneller oder anders handeln will als die EU. Schwierig. Während sich andere Staaten in Wort oder Taten von der Klimadoktrin lossagen, wollen Großbritannien und Deutschland ihre Klimawandel-Voodoo-Zusammenarbeit vertiefen, um ihre Wirtschaften einer gerechten Energiewende zu unterwerfen. Ernsthaft? England kann hier sicherlich noch eine ganze Menge von Deutschland lernen, meine Damen und Herren. Im Vertragstext steht kein Wort zur Möglichkeit von interventionistischen Klimaschutzmaßnahmen, obwohl hüben wie drüben an Klimamanipulationsmaßnahmen und Wettermanipulationsmaßnahmen geforscht wird. Aber Artikel 19 bekräftigt das Pariser Abkommen und damit den Raum dafür, eine potenziell gefährliche Wundertüte. Was kann Deutschland von England lernen? Nun, immerhin haben schon englische Gerichte die Frage What is a woman zugunsten der Biologie entschieden. Ein Erfolg der Vernunft. Die berühmt-berüchtigte Tavistock Gender Klinik musste im März 2024 schließen. Heißt, keine Pubertätsblocker mehr außerhalb klinischer Studien. Der affirmative Ansatz als Allheilmittel bei kindlicher und jugendlicher Geschlechterdysphorie ist Geschichte. Ein Segen für die britische Jugend und damit die britische Gesellschaft. Die Stadtbild-Schulhof-Schwimmbad-Problematik ist beiden Nationen eigen. Lösung Fehlanzeige. Der One-Health-Ansatz blinkt in Richtung Pharmalobby und Souveränitätsabgabe an die WHO. Höchst umstritten. Meine Damen und Herren, es wird höchste Zeit, dass Deutschland aufwacht vor Gefahr und Verantwortung, nicht scheut vor der Frage, erfüllen die jeweiligen Regierungen ihre allerheiligste Pflicht gegenüber Deutschland und Großbritannien? Wer diese Frage nicht stellt, und wenn wir diese Frage nicht stellen, wird es niemand mehr tun. Dafür werden machtsichernde Abkommen, Algorithmen und entsprechende Gesetze schon sorgen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat Herr Abg. Sebastian Rohloff das Wort. Bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich bin ja am heutigen Tag fast geneigt, Madam Speaker zu sagen, aber ganz so weit ist es noch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Andrew, lieber Kieran,
Ein großer Tag für das deutsch-britische Verhältnis. Wir haben es schon mehrfach gehört heute. Man muss es aber noch mal betonen. Wir schlagen heute nichts weniger als ein neues Kapitel in der engen Partnerschaft unserer beiden Länder auf und geben ihr ein neues, dauerhaftes Fundament. Und